Du willst den Gebrauchtwagen kaufen? In diesem Video erfährst du die Punkte, auf die ich achte und wie du nach dem Kauf deinen Gebrauchtwagen wieder aufbereiten kannst. Die erste Frage ist natürlich, wo kaufe ich am besten einen Gebrauchtwagen? Und aus meiner Erfahrung gibt es eine Quelle, wo du wirklich zuverlässig oder am zuverlässigsten Autos herkriegst. Und die ist gar nicht so leicht zu ergoogeln. Denn diese eine Quelle ist dein persönlicher Bekanntenkreis. Es kauft sich am besten ein Auto, so wie alles andere auch, von jemandem, den man kennt. Weil da einfach das Vertrauen da ist, man kann die Leute einschätzen, man kann das Auto mit zur Probefahrt nehmen, unkompliziert in die Werkstatt bringen und. Das ist deutlich einfacher, als wenn man erstmal Kilometer, vielleicht Hunderte irgendwo hinfährt, um sich ein Auto anzugucken und am Ende nicht weiß, will mich der Verkäufer bescheißen und das Auto nur loswerden oder ist das wirklich ein guter Deal? Wenn du die Möglichkeit nicht hast, von einem Kumpel oder einem Kumpel eines Kumpels oder der Frau, Schwiegermutter, wem auch immer ein Auto zu kaufen, soll vorkommen der Fall, dann würde ich dir empfehlen, guck natürlich auf den großen Plattformen, Mobile und wie sie alle heißen. Da findest du natürlich viele Autos. Hast du jetzt wenig Bock auf Stress und bezahlst dafür lieber den einen oder anderen Euro mehr, guck vielleicht, dass du das Auto von einem seriösen Händler kaufst und zwar wirklich vom Händler, nicht im Kundenauftrag, weil dann hast du mindestens ein Jahr Garantie. Falls am Anfang wirklich ein großer Patzer an dem Auto ist, kannst du es einfach zurückgeben. Hast du ein Auto gefunden, ist es natürlich wichtig, das Auto nicht einfach blind zu kaufen, es sei denn, du hast viel Ahnung und viel Vertrauen, sondern du musst das Auto natürlich angucken. Dazu kommen wir gleich. Wenn du die Möglichkeit hast, kann ich wirklich immer empfehlen, sprich mit dem Verkäufer darüber, ob du das Auto mal mitnehmen kannst. Vielleicht, wenn du eine Werkstatt in der Nähe kennst, in die Werkstatt fahren oder aber ADAC, KÜS, DEKRA und wie die ganzen Prüfgesellschaften heißen, bieten für eine geringe Gebühr einen technischen Check an, sodass du schwarz auf weiß siehst, welche Baustellen hat das Auto und was kommt auf dich zu. Wenn das erledigt ist, beziehungsweise das nicht funktioniert, warum auch immer, ist natürlich die Sichtprüfung eine einzige Möglichkeit herauszufinden, ist das Auto jetzt final was für mich oder nicht. Und da gehen wir jetzt einmal ums Auto rum und gucken uns mal an, worauf ich da so achte. Der erste Eindruck zählt, auch beim Autokauf. Mach dir also erstmal einen Überblick, verschaff dir einen Überblick von dem allgemeinen Zustand des Fahrzeugs. Ist es gepflegt, ist es immer gewartet worden oder hängen irgendwo Teile runter, ist irgendwas nur provisorisch zusammengeflickt oder macht das Auto einen extrem aufbereitenden Eindruck, sodass jemand vielleicht was verstecken will. Das heißt, lass so ein bisschen dein Bauchgefühl spüren, guck dir einfach mal das Auto im Allgemeinen an, fällt dir irgendwas auf bei der allgemeinen Begutachtung innen wie außen. Check auf jeden Fall auch die Einstiege, das sind auch beliebte Rostbereiche, gerade unter solchen Abdeckungen, wenn du die Möglichkeit hast, die so ein bisschen anzuheben, ohne es kaputt zu machen. Guck einfach mal, ob dich da Blüten erwarten, ob das alles hier vernünftig aussieht, ob das glatt ist oder ob vielleicht jemand eine verrostete Stelle nur übersprüht hat. Ganz wichtig ist natürlich, sich ein bisschen mit dem Auto auseinanderzusetzen. Geh in Foren rein, kauf dir vielleicht einen Kaufberater. Also es gibt so Kaufberatungen, gerade für klassische Autos, ältere Autos, wo du die typischen Schwachstellen kennenlernen kannst. Ich kann auch nicht aus dem Stegreif sagen, wo hat der Mercedes W126 seine Schwachstellen. Es sei denn, ich weiß aus irgendeiner Quelle, Forum oder Buch, dass ich auf die und die Stelle achten muss, dann kann ich mir die ganz genau bei der Besichtigung angucken und spare Zeit, weil meistens auch die besonders teuren Reparaturen dort schon erwähnt sind und auch No-Gos beim Kauf, was wirklich absolut gar nicht geht. Ja, hier sehen wir gleich schon Rost und das ist zum Beispiel eine ganz spannende Sache. Ich weiß aus meiner Buchrecherche von dem Buch, was wahrscheinlich nie erscheinen wird, was ich aber geschrieben habe zum W123, dass die 123er und 124er Probleme mit Rostbildung um die Scheibendichtung haben. Das heißt, Rost bildet sich, die Dichtung wird undicht, was dann dazu führt, dass hier hinterdurch Wasser in den Kofferraum läuft und wir sehen es auch schon da, guck mal, klitschnass. Und wir sehen genau, hier ist es offensichtlich, die Krankheit hat dieses Auto. Und zwar ist es schon so viel Wasser reingelaufen, dass die Matte klatschnass ist. Das muss nicht immer so sein. Es kann auch sein, dass Wasser da drunter steht. Und das weiß ich halt, weil ich mich mit dem Thema beschäftigt habe und die Schwachstellen dieses speziellen Autos ganz gut kenne. Hier wieder eine typische Roststelle am Wasserablauf. Hier war vielleicht mal irgendwie viel Dreck drin, hier stand Wasser. Es hat sich Rost gebildet. Das sieht gar nicht schlimm aus, ist auch nur eine kleine Roststelle. Und wer jetzt ein Auto für 1000, 2000 Euro kauft, kann vielleicht sagen, ist doch egal. Aber am Ende, wenn ich das hier beseitigen will, muss natürlich nur die Stelle freigeschleift werden und nachgrundiert werden oder beziehungsweise konserviert werden gegen Rost. Aber ich muss das ganze Bauteil lackieren lassen. Was hier heißt, komplettes Seitenteil hoch auf die Reling. Wenn ich Glück habe, kann ich hier eine Kante ziehen, sonst mache ich das ganze Dach. Also ich lackiere irgendwie ein halbes Auto für eine 20 Cent große Roststelle. Damit muss ich mich auch immer beschäftigen, dass etwas, was erstmal klein aussieht, sehr große Probleme machen kann. Auf der anderen Seite etwas, was groß aussieht, vielleicht ein Schaden an der Stoßstange, muss gar nicht groß sein, wenn ich eine Stoßstange günstig gebraucht kriegen kann. Ein typischer Knackpunkt auch bei alten Fahrzeugen sind Gummidichtungen.
Es ist zwar nur ein Stück Gummi, aber wenn die undicht sind, habe ich das Problem, dass es die Teile oftmals nicht mehr vom Hersteller gibt. Da muss ich sie aus dem Bestand kaufen oder nachproduziert. Die sind teilweise richtig teuer. Der Mo kann davon ein Lied singen, der musste bei so einem 190er einmal Gummidichtung kaufen und da war eine umlaufende Dichtung 100 €, das mal 4 für jede Tür, da geht es dann schnell ins Geld. Beschäftige dich auch mit den Eigenheiten der Ausstattungslinien. Ein Automatikgetriebe kann sehr angenehm sein beim Fahren, aber vielleicht gibt es bei deinem Automodell ganz große Probleme mit dem Getriebe bei Automatikgetrieben, sodass das zu einem hohen Schaden führen kann. Oder hier, Schiebedach. Mega im Sommer, man kann den Himmel sehen, es kommt schön Luft rein, aber vielleicht ist genau bei dem Modell häufig ein Problem mit der Schiebedachdichtung, sodass dir am Ende der ganze Himmel und der Innenraum nass wird, was dann wieder zu einer großen Restauration führt, vielleicht gar nicht reparabel ist. Also überleg dir, welche Ausstattungen sind dir wichtig und welche Ausstattungsupgrades, sage ich mal, bieten auch Probleme oder bürgen Probleme. Natürlich geht es auch weiter beim Innenraum. Es ist ein allgemeiner Pflegezustand immer der wichtigste erste Eindruck. Aber auf Details kann man auch achten. Riecht es vielleicht ein bisschen nach Rauch? Oder, hier ist es natürlich extrem, wir haben viele Hundehaare, aber vielleicht ist das Auto aufbereitet worden und ich finde irgendwo unterm Sitz oder irgendwo in der Ecke noch 2, 3 Hundehaare und ich bin Hundeallergiker, dann sind es Informationen, die ich unbedingt brauche. Also da natürlich einmal einen Überblick verschaffen, aber auch dann im Detail gucken. Richtig und wichtig ist natürlich, einen umfassenden Technikcheck kann ich nur machen, wenn ich erstens genug Know-how habe und eine Örtlichkeit, in der ich das Auto auf eine Hebebühne fahren kann, die Räder demontieren kann, also mir einfach auch einen Blick an die Stellen oder zu den Stellen verschaffen kann, die ich draußen jetzt hier so in Wind und Wetter nicht erreichen kann. Das heißt, entweder selber genug Know-how haben und in der Halle, Werkstatt das Auto einmal durchchecken oder eben den angesprochenen Technikcheck der großen TÜV-Gesellschaften oder der großen Prüfgesellschaften nutzen und da auf Nummer sicher gehen. Was unsere Baustelle angeht, ist nämlich der Lack. Das ist auch ein extrem wichtiger Bereich und den kann ich hier draußen im nassen Zustand sehr schlecht beurteilen. Das heißt, es geht mal zurück in unsere Halle und wir gucken uns das Auto dann mal im Detail aus Sicht eines Aufbereiters an. Ein paar zackige Kurven später und ein bisschen Sonne, die uns heute noch beglückt hat, ist das Auto trocken. Wir sind in der Halle und wir sehen jetzt schon, was da hier alles im Argen liegt. Also Mann, sieht natürlich erstmal ganz schlimm aus, aber auch hier kann ich gleich vorwegnehmen, lieber ein Auto, was oberflächlich zerkratzt ist, in dem Fall, weil es ein 2K Unilack ist, heißt ein Lack ohne Klarlack, komplett matt ist, aber wenig Rost hat, als ein hochglänzendes Auto mit riesengroßen Rostnestern am Kotflügel oder so. Also nicht gleich täuschen lassen, nur weil ein Auto oberflächlich zerkratzt ist oder in dem Fall Unilack komplett matt ist. Das kriegen wir wirklich gut wieder hin. Viel schlimmer sind so Sachen, die wir nicht reparieren können. Und ich würde sagen, bevor wir jetzt hier groß über das Auto philosophieren, waschen wir es einmal gründlich, dass wir wirklich sehen, was Phase ist und dann sprechen wir mal über die Problembereiche bei diesem Auto. Ich starte mit der Vorreinigung. Du kennst ja mein Motto, Vorreinigung, Vorreinigung, Vorreinigung. Ich habe jetzt hier einen intensiven Reiniger genommen, den Sonax Truck & Bus Multi Clean. Als erste Vorreinigungslösung nicht aus der Schaumkanone, weil ich ja bei der Schaumkanone durch den Schaum eine längere Wirkzeit und eine geringere Konzentration habe. Deswegen erstmal hier so direkt aus dem Pumpsprüher einmal aufs ganze Auto voll ausgenebelt. Im Idealfall fangen wir mit Chemie immer gerade auf trockenem Lack von unten nach oben an, weil sonst die Chemie von oben nach unten runterlaufen kann. Und das kann im schlimmsten Fall bei sehr starken Reinigern Flecken geben. Deswegen immer relativ von unten nach oben anfangen, anders als bei der Wäsche oder beim Abspülen. Machen wir das hier so. Danach geht es weiter mit der ersten Hochdruckreinigung, losen Dreck abspülen und mal gucken, ob wir noch eine Vorreinigung brauchen, wie die Felgen aussehen. Und dann entscheiden wir alles weitere. Einsprühen ist jetzt fertig. Durch die, sage ich mal, direkte Einwirkung auf den Lack ohne Schaum haben wir jetzt auch die Einwirkzeit schon durch. Wir haben jetzt 2, 3 Minuten gebraucht, das reicht vollkommen. Das heißt, da wo ich angefangen habe, spüle ich jetzt auch wieder ab.
Der grobe Schmutz ist jetzt runter, und zwar der Schmutz, der noch weitere Kratzer verursacht. Aber natürlich auch hier bei so einem, ich sag mal, schlechten Lackzustand müssen wir jetzt hier keine 47 Eimer Wäsche mit 140 Waschhandschuhen machen, sondern geht es darum, dass das Auto so schon wie es geht, so sauber wird wie möglich. Wir werden verschiedene Tools einsetzen. Klar, die normale Handwäsche mit Mikrofasertüchern bzw. Mikrofaserwaschhandschuhen. Wir werden Pinsel benutzen, den Dampfreiniger, also hier und da noch mal ein paar zusätzliche Tools, um das Auto möglichst vor der Aufbereitung so sauber zu bekommen, wie es geht. Wir haben hier relativ viele Anhaftungen drauf, bei denen man erstmal herausfinden muss, ist das wirklich was auf dem Lack, also eine Anhaftung durch Teer oder Flugrost, oder ist es ein Lackabplatzer? Das wird sich zeigen. Lackreinigungsknete werden wir, denke ich, auch einsetzen. Aber eins nach dem anderen, jetzt geht es an die Handwäsche des Lacks, der Einstiege, und um den Motorraum werden wir uns auch schon mal ein bisschen kümmern. Motorraumreinigung im technischen Sinne machen wir hier nicht. Ich glaube, der wurde auch schon mal gemacht. Der sieht relativ sauber aus. Ich glaube, das, was hier wirklich so glänzt, ist so ein Motorkonservierer. Sonax Motorplast. Ich komme nicht gerade auf den Namen. Egal, was so ein bisschen eine Klarlack-ähnliche Optik macht. Ich dachte erst, es wäre ölig, aber wenn ich mir das jetzt hier so im nassen Zustand angucke, glaube ich, das ist einfach dieser Konservierer. Bei Oldtimern oder älteren Autos nutze ich gerne Dampf für die erste Variante und danach nochmal Trockeneis. Warum erst Dampf? Trockeneis würde den ganzen Schmutz hier durch die Halle befördern. Das heißt, ich hätte wirklich eine sehr dreckige Halle danach, und mit Dampf kann ich das in dem Wasser binden und habe eben nicht so viel Schmutz in der Halle. Eine komplett nasse Motorwäsche mit dem Hochdruckreiniger mache ich bei so alten Autos nicht. Hier liegen so viele Kabel frei. Wer weiß, ob hier irgendeine Dichtung nicht mehr ganz intakt ist, und am Ende habe ich einen Motorschaden oder irgendwo Wasser drin, wo ich es nicht haben will. Deswegen lassen wir das. Neben Dampf funktioniert genauso gut, dauert eine Minute länger. Aber ist auch chemiefrei, also auch fürs Atmen ein bisschen angenehmer. Ich verwende nicht ausschließlich Dampf, sondern arbeite aus einer Kombination mit einem Pinsel und Dampf. So habe ich einmal das Lösevermögen des Dampfs. Mit dem Pinsel mache ich es dann von der Oberfläche ab, habe aber gleichzeitig durch dieses immer wieder Nachdampfen auch ein Abspülen der Partikel, und die bleiben nicht vorne am Pinsel kleben. Ja, so viel zur Vorräte. Ich würde sagen, ich starte mal durch. So, wir kommen zur Hauptwäsche. Ich habe mich dazu entschieden, gleich das Meguiar's Wash Plus zu nehmen. Das Wash Plus enthält leichte, Schleifpartikel wäre zu viel gesagt, aber Partikel, die gleich so ein bisschen die Unebenheiten vom Lack nehmen. Ersetzt nicht das Kneten, aber gerade bei so einem extrem verwitterten Lack an den Ritzen und Kanten hilft es schon, dass man da gleich wieder einen weißen Lack hat und nicht zu viel mit der Politur erst wegkriegt. Funktioniert super. Muss man natürlich öfter ausspülen, und der Lack sollte dafür extrem sauber sein. Also sauber im Sinne von partikelfrei. Weil ansonsten kann es natürlich sein, dass ich mir mit den Partikeln noch mehr Defekte reinmache, als ich ohnehin schon habe. So geht's los. Und dann wie immer, wie gewohnt, Handschuh drehen, 2 Eimer Wäsche von oben nach unten, ganz wichtig. Und dann waschen wir uns einmal lustig rund ums Auto, würde ich sagen. So, jetzt geht es ans Trocknen. Wir werden uns hier gar nicht zu sehr ins Detail stürzen. Wir haben in der Silikonlippe vorgetrocknet. Bei dem Lackzustand kann man das auf jeden Fall vertreten, glaube ich. Trocknen jetzt mit einem großen Tuch nach, mit einem kleinen für die Einstiege und Ritzen und Kanten. Ich werde den auch nicht pusten, weil er erst morgen poliert wird. Ist schon bald Feierabend. Deswegen brauchen wir ihn gar nicht groß heute auszupusten, weil bis morgen noch eine ganze Menge abtropft. Und dann pusten wir morgen noch mal nach. Ich habe schon eine Idee für das Auto. Nach der Wäsche hat sich doch ein bisschen was offenbart, aber ich trockne das Auto erstmal und dann gehen wir noch mal rum. Also ich brauche eigentlich nicht mal wirklich eine Lampe.
und sehe auch, wenn ich mit der Lampe drauf leuchte, nicht mal mehr den Lichtkegel. Also das Auto ist eine einzige matte Fläche und natürlich zerkratzt. Ist jetzt nicht das Problem für uns. Also hier könnte man tatsächlich, was das allgemeine Lackbild betrifft, mit einem 2-, 3-stufigen Polierverfahren das Bestmögliche rausholen. Jetzt kommt ein Aber, warum meine Idee in eine andere Richtung geht. Wir gehen mal so ein bisschen rum, können gleich hier anfangen. Wir haben hier verschiedene Steinschläge, die schon verrostet sind. Wir haben tiefe Kratzer am Lack, drüben am anderen Kotflügel. Wir haben Rostblasen überall. Wir haben hier irgendwo was. Hat einer mal mit einem Lackstift, wo habe ich denn das gesehen? Ah ja, einer mit dem Lackstift einfach wild runter. Also der Gesamtzustand ist einfach und hier kommt auch die Farbe runter. Ich habe nur drüber gefasst nach dem Trocknen, habe weiße Pfoten. Also der Gesamtzustand ist wirklich so schlecht, dass immer in Frage steht, ob jetzt ein mehrstufiges Verfahren, bei dem Auto sind wir locker bei 20, 30 Polierstunden, ob das im Verhältnis steht zum Ergebnis danach, weil eben diese Schadstellen, die wir nicht beseitigen können, vielleicht noch mehr ins Auge fallen. Das heißt, Challenge, wir werden jetzt mal gucken, wie weit wir hier mit einer klassischen One-Step, einer einstufigen Politur kommen, ob wir einfach wieder Glanz aufs Auto bringen und auch so ein bisschen die Patina, die so ein Youngtimer, Oldtimer mittlerweile wahrscheinlich schon, Oldtimer hat, einfach, ein bisschen auffrischen, aber doch erhalten, sodass wir einen authentischen Zustand kreieren von einem gut gepflegten alten Auto. Das heißt, Lackschichtdicke messen, aber vorher bin ich neugierig, bei einer One-Step kann eigentlich nicht viel passieren. Testspot auf der Haube. Schade Schokolade, der übliche Effekt, dass wir bei Unilacken 2K Uni einfach die oberste Schicht wegpolieren und schon mit Finish starken Glanz erzeugen. Funktioniert hier nicht. Wir versuchen jetzt trotzdem noch mal ein härteres Pad, weil der Lack scheint bockhart zu sein. Also für den Unterschied brauchen wir nicht polieren, definitiv, da passiert gar nicht viel. Also nochmal Padwechsel, gleiche Politur und dann schauen wir mal, ob es klappt. Wenn es schlecht läuft, dann richtig. Plan ging 0,0 auf, also nur mit einem weichen Pad und einer Finish-Politur. In dem Fall mit Versiegelungsanteil haben wir hier nahezu keinen Unterschied erreicht. Einmal ein härteres Pad genommen. Ja, es ist ein Unterschied erkennbar. Der sieht aus, als hätte ich von Hand poliert. Also meiner Meinung nach nicht der Mühe wert. Und selbst im Hybrid Wool Pad hier unten, also mit dem schärfsten, was wir an Pad zur Verfügung haben, haben wir einen guten Unterschied erreicht, aber kein Vergleich zu einer klassischen Cut-Politur, wie man hier normalerweise vorgehen würde. Das heißt, alles, was ich vorhin gesagt habe, einfach vergessen. Wir fahren klassisch zweistufig Cut und Finish und selbst dann, zeige ich euch gerade, sind noch Defekte drin. Aber jetzt hier noch länger zu fahren, noch mehr zu cutten, macht wirklich gar keinen Sinn. Das ist jetzt schon so das geringste Übel, zweistufig zu fahren und da haben wir eine Defektkorrektur von 60–70% und das Auto glänzt vor allen Dingen wieder. Das lohnt sich, das ist der Plan. So steht er bis jetzt. Wer weiß, ob er sich nochmal ändert. Wenn ja, dann wirst du es als erstes erfahren. Nein, als zweites, ich werde es zuerst erfahren. Halbe Haube ist schon mal fertig und wir kriegen ein schönes Ergebnis hin, muss ich sagen. Ich habe mich auch schon mal ein bisschen am Chrom versucht, gerade wenn du dir mal diese wunderschön angelaufenen Chromleisten anguckst, dachte ich mir, das muss doch irgendwie besser gehen. Chrom ist ja so eine Sache für sich, ist unheimlich schwer zu bearbeiten, gerade wenn es darum geht, wirklich Kratzer zu entfernen. Da muss man wirklich schleifen, Stahlwolle, Nitro, gibt es Millionen Tricks. Alles funktioniert so ein bisschen und alles dauert sehr lange. Das heißt, bei unserer Variante der Chrompolitur geht es darum, Anhaftungen zu entfernen, vielleicht so ein bisschen Rostpickelchen zu entfernen und dieses Angelaufene wieder in eine glänzende Oberfläche zu bekommen.
Und da zeige ich dir mal auf der anderen Seite, das funktioniert eigentlich ganz gut mit einem übersichtlichen Aufwand. Produkt ist unten verlinkt, wenn ihr es ausprobieren wollt. Sonax Chrompolitur oder Metallpolitur. Neuer Markt, erste Mal jetzt ausprobiert mit einem weichen Pad. Geringer Aufwand, wirklich für so ein Stück, vielleicht 1 Minute, 2 Minuten Polierarbeit mit der Maschine. Top, ich zeige dir mal, wie es jetzt aussieht. Also du siehst hier im Detail, dass diese ganzen angelaufenen Stellen, das sah wirklich auf der Seite genauso aus. Das zeige ich dir nachher nochmal auf der anderen Seite, dass es auch so top wird. Alle weg sind. Wir haben da drauf natürlich noch die ganzen Steinschläge und auch Kratzer sind natürlich noch drauf. Das ist keine Frage, aber das Chromteil hier glänzt wieder und da bin ich guter Dinge, weil das Auto doch schon relativ viel verchromte Oberflächen hat, dass das gut funktioniert und wir auch da wieder Glanz bekommen. Apropos Glanz, die Haube ist auch schon soweit fertig und der Unterschied kann sich wirklich sehen lassen. Machen wir mal das Klebeband ab und gucken mal wirklich im harten 50-50-Vergleich, was sich da getan hat, gerade was Glanz betrifft. Und unser Ziel hier war, ganze Menge passiert, Kratzer sind noch drin, macht aber bei so einem alten Auto gar nichts. Der Glanz ist wieder da und wir haben wirklich wieder ein schneeweißes Auto. Und das Auto ist wieder ein gutes Beispiel dafür, dass man kein Profi sein muss, um wirklich ein schönes Ergebnis rauszuholen. Das, was ich da drüben gemacht habe, kann wirklich jeder, der eine Poliermaschine hat und vielleicht 3, 4, 5 Videos von uns zu dem Thema gesehen hat. Es war für mich ein Aufwand von 15 Minuten für die halbe Haube. Das heißt eine halbe Stunde für die ganze Haube, Cut und Finish, also wirklich fix und fertig und schon versiegelt. Das kann wirklich jeder auch nachmachen. Natürlich, wer es noch nicht so oft gemacht hat, braucht vielleicht eine halbe, dreiviertel Stunde für eine halbe Haube und dementsprechend länger. Aber das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen und man muss hier wirklich nicht 10 Jahre Detailing-Erfahrung haben, um das hinzubekommen. Deswegen lohnt es sich, was ich eingangs sagte, einen gebraucht mit einem nicht ganz so schönen Lackzustand zu nehmen und den dann selber wieder astrein aufzubereiten, sodass auch später natürlich der Wert bei einem etwaigen Wiederverkauf steigt, aber du einfach viel mehr Spaß während der Fahrt hast, wenn du dein Auto in glänzendem Kleid siehst. Aber ich glaube, ich habe genug gelabert. Wenn ich mal kurz überschlage, halbe Stunde für die Haube, Dach, Türen, hinten Stoßstange. Ja, ich bin auf jeden Fall noch ein bisschen dran, deswegen Zeitraffer an und ich nehme dich mit. So viele Änderungen bei der Vorgehensweise haben sich jetzt während des Machens gar nicht ergeben. Einen ganz wichtigen Versuch haben wir gerade getestet. Oder haben wir gerade, was haben wir mit dem Versuch gemacht? Wir haben den Versuch versucht. Und zwar waren hier extrem tiefe Kratzer drin und wir wollten sehen, ob wir die entfernen können oder ob sie unter dem Lack sind. Wir dachten nämlich ursprünglich, es wäre ein 2K Unilack, also ein Lack ohne Klarlack. Ist es aber gar nicht, sondern der Klarlack ist einfach so matt geworden, vielleicht auch mal nachlackiert, dass er einfach schon vergraut war und extrem leicht runtergekommen ist. Also wir haben hier einen Klarlack. Das sehen wir, dass wir jetzt im nächsten Poliergang keinen Klarlack mehr runterziehen. Also wenn wir jetzt weiter polieren, auch mit Finish, wird das Pad nicht mehr weiß. Das bedeutet, oder nur sehr wenig weiß. Das bedeutet, wir haben hier schon Klarlack drauf und der hat, lange Rede, kurzer Sinn, eine richtig hässliche Lackstruktur, um nicht zu sagen Orangenhaut. Das heißt, wir haben beim Schleifen gesehen, dass wir A,
die Kratzer nicht rauskriegen, weil sie wahrscheinlich unter dem Klarlack sind. Die verändern sich kein bisschen, selbst bei einem groben 2000er Schliff. Aber wir kriegen eine etwas geglättete Struktur hin. Das heißt, wir haben uns jetzt entschieden, zumindest die Flächen, die man permanent sieht, das heißt vor allen Dingen die Haube, einmal komplett mit 3000er feucht, 3 am Trizack durchzuschleifen. Man sieht auch in Live sehr schönen Unterschied. Auf dem Foto war es extrem schwer einzufangen. Da sieht man einen ganz leichten Unterschied zwischen der geschliffenen Fläche auf der linken Seite und der ungeschliffenen Fläche auf der rechten Seite, die mehr Struktur hat als die geschliffene Seite. Aber wie gesagt, in Live sieht man den Unterschied wirklich sehr schön. Und es lohnt sich, auch wenn die Kratzer drin bleiben, kriegen wir dadurch natürlich auf die Fläche viel mehr Glanz und am Ende dadurch ein schöneres Ergebnis. Wir liegen in den finalen Schritten und es sind ein paar Stunden länger ins Land gegangen, als wir eigentlich geplant haben und als vielleicht auch nötig gewesen wären. Aber manchmal packt einem dann doch die Aufbereiter-Ehre und dann sagt man, ach komm, ich schleife jetzt doch noch mal eine Haube und mache doch noch mal eine Runde Cut, auch wenn es vielleicht objektiv nicht unbedingt rechtfertigbar wäre. Als Hinweis für alle Aufbereiter, die mit so Sachen zu tun haben. Ich finde es immer sehr charmant und sehr fair dem Kunden gegenüber, sich hinzustellen oder vorab sich hinzusetzen und zu überlegen, okay, wie viel Wertzuwachs kann ich denn mit der Aufbereitung eigentlich erzielen? Wenn ich 1000 Euro reinstecke als Kunde und als Aufbereiter 1000 Euro berechne, hat der Kunde da mindestens einen Mehrwert von 1500 oder 2000 Euro. Wären Leute bereit, mehr Geld dafür zu bezahlen, wenn das Auto jetzt poliert ist? Und bei dem Auto muss man sich jetzt einfach die Frage stellen, hat jemand oder ist jemand bereit, mehr Geld zu bezahlen, wenn er ein glänzendes Auto statt ein mattes, verwittertes Auto bekommt? Mit ziemlich großer Sicherheit ja. Wäre er jetzt bereit, nochmal zusätzliche 500 oder 1000 Euro zu investieren in ein Auto, was hier und da Rostpickel hat, kaputte Teile, leichte Schäden, tiefe Kratzer, nur weil wir noch einen zweiten Cutgang fahren und hier und da noch einen Kratzer rausschleifen und die Lackstruktur noch ein bisschen verfeinern? Wahrscheinlich bei dem Fahrzeug in der Klasse und Preisgefüge eher nicht. Und das macht für mich wirklich Fingerspitzengefühl und gute Kundenberatung aus, sich da mal ein paar Gedanken zu machen und nicht einfach Schema F zu sagen, wir machen 2, 3 Step mit Schleifen, weil kostet halt Geld, muss man halt machen, sondern bringt es am Ende dem Kunden auch was. Denn nur wenn wir dem Kunden etwas bringen, hat er auch was davon, einen Auftrag bei uns zu buchen. Mit diesem kleinen Ausflug für gewerbliche Fahrzeugaufbereiter zurück zu dem konkreten Auto. Wir haben lange diskutiert, was machen wir an Lackschutz drauf. Natürlich, ich sag mal, sinnhaft zum Oldtimer passt eher ein Wachs. Jetzt ist der Besitzer nicht unbedingt jemand, der andauernd sein Auto von Hand wäscht, aber wir haben uns dennoch gegen eine Keramik und für das Wachs entschieden, einfach weil das Auto doch recht viele Makel hat. Wir haben Roststellen, wir haben Lackabplatzer, wir haben tiefe Kratzer, wir haben irgendwelche anderen Punkte, die einfach nicht für das Thema Keramik sprechen. Und dazu kommt noch, dass wir immer wieder Bauteile haben, die einen sogenannten Sticky Paint haben. Das heißt, wo selbst die Politur schon geklebt hat. Und sich da jetzt am Ende nochmal mit einer Keramik die ganze Arbeit zu versauen, weil sie klebt, weil sie nicht runtergeht, weil sie Flecken macht, macht für mich einfach keinen Sinn. Das heißt, hier kommt ein schönes Wachs rauf. Oder ja, aus meinem Mund zu hören, schönes Wachs, wird vielleicht den einen oder anderen wundern, aber ein Wachs drauf, passt zum Auto, macht auch mega Glanz und das Auto ist erstmal geschützt. Damit geht es jetzt weiter und dann sind wir auch schon fertig.
Ja, liebe Grüße an Marvin und Robert, darf ich jetzt gar nicht so laut sagen, aber hat schon Spaß gemacht, das Auto zu wachsen. Ging super gut, super easy, Glanz ist jetzt schön und das Auto ist vor allen Dingen erstmal geschützt, kann in Zukunft gut weiter geschützt werden. Klar, eine Standzeit bei einem Wachs ist immer sehr variabel, aber bei einem Auto, was man gut pflegt, kann man das durchaus machen. Ich würde sagen, ich mache jetzt langsam mal Feierabend, denn das, was hinter mir noch passiert, was der liebe Dominik macht, Scheibenputzen, ist ja eh nicht mein Ding, wie ihr wisst. Und wenn ihr auch richtig lernen wollt, wie man Scheiben putzt, zeigen euch das gerne Marcel und Dominik auf der Dicon 23 in Einbeck. Sichert euch das Ticket, Rabattcode und Link findet in der Videobeschreibung, genauso wie alle verwendeten Produkte samt Rabattcode für alle, die es nachmachen wollen. Von daher, vielen Dank fürs Zuschauen. Während ich jetzt Feierabend mache, dürft ihr gespannt sein, denn jetzt gibt es die Finish-Bilder, Mo. Ich würde sagen, und ab.